Hallo Freunde der Sonne, willkommen zum nächsten meiner Videos. Dieses Video ist jetzt der erste von zwei Teilen über meinen Hausbau. Ihr seht es da hinten im Hintergrund, total überbelichtet, aber sonst seht ihr mich überhaupt nicht. Ich denke mal, mit der seht ihr das dann ein bisschen besser. Ich werde mal so ein bisschen hin und her switchen, aber wie auch immer. Ja, mein Hausbau. Ich habe vor einiger Zeit, also ungefähr 7,5 Monaten, angefangen, mein Haus bauen zu lassen. Und wie es denn dazu kam und was da alles geschehen ist, das möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Damit es nicht wieder so elendig lang wird, teile ich das in ganze zwei Teile. Hier in diesem ersten Teil jetzt von 0 bis zum Rohbau, und alles andere spätere kommt dann in einem zweiten Video. Da das Haus noch nicht fertig ist, wird das auch noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Also löchert mich nicht, wann kommt der zweite Teil? Das weiß ich noch nicht genau, wahrscheinlich in 2 bis 4 Wochen. Und ja, jetzt geht's gleich erst einmal los. Vorher noch ganz kurz der aktuelle Stand. Wie weit sind Sie hier im Haus? Nun, der Rohbau ist fertig, der Innenausbau ist in voller Arbeit. Also es ist verputzt, es ist gestrichen. Aktuell werden die Lampen und andere Elektroinstallationen gemacht. Es ist gerade eine externe Firma da, die die Klimaanlagen aufhängt. Ich habe insgesamt 3 Stück. Ich weiß nicht, kann man hier wahrscheinlich erkennen. Da sind die 3 Wärmetauscher hinten dran. Aber das wird dann alles im zweiten Video kommen. Die Küche steht, das kommt auch im zweiten Video. Das ist eine 1A-Küche, aber das will ich jetzt vorab nicht verraten. Ja, lasst uns anfangen, würde ich sagen. Vorab aber eine kleine Anmerkung von mir. Wir sind hier in Paraguay. Da ist so einiges anders als in Europa. Daher sollte man es auch vermeiden, direkte Vergleiche mit Deutschland oder Europa anzustellen. Einige Ausführungen oder auch Methoden würden dann sicherlich als unfachmännisch oder sogar als Pfusch oder Baumängel bewertet werden. Das liegt einerseits an den verfügbaren Baumaterialien und Baustoffen, andererseits auch an den verfügbaren Maschinen, Geräten und Fachkenntnissen. Auch ist eine typisch deutsche Bauweise hier sicherlich unangebracht, weil hier ganz andere klimatische Bedingungen vorherrschen und dadurch auch ganz andere Anforderungen bestehen. Auf meiner Baustelle wurden keinerlei schweren Maschinen verwendet, also weder Kran, Bagger oder ähnliches. Auch Fertigbeton wurde hier nicht verwendet, obwohl in der Nähe die Möglichkeit gegeben wäre. Sämtliche Baumaterialien wurden manuell abgeladen, verstaut und transportiert. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tonnen meine Bauarbeiter in der Bauzeit per Hand und Schubkarre bewegt haben. Okay, doch, es würde mich schon interessieren, so ganz nebenbei. Ich persönlich bin mit der Ausführung und dem Ergebnis mehr als zufrieden. Ob dies dauerhaft sein wird, wird sich noch zeigen müssen. Aber beginnen wir jetzt erst einmal mit den Vorbereitungen. Am Anfang steht natürlich die Erstellung des Grundrisses und die Suche nach einem geeigneten Bauplatz. Den Grundriss habe ich nach meinen Vorstellungen erstellt. Dieser wurde dann mit meinem Architekten nochmal optimiert. Bei Grundriss, Bauplatz und Ausrichtung sollte man unbedingt die klimatischen Bedingungen berücksichtigen. Also Wind, Regen, Gefälle, Wasserverlauf bei Starkregen und natürlich den Verlauf der Sonne. Viel Schatten macht das Wohnklima angenehm und auch ohne Klimaanlage erträglich. Weiterhin sollte man meiner Meinung nach nicht direkt an der Grundstücksgrenze bauen. Zum einen kann es sein, dass, wenn die Kommune beschließt, eine Straße zu verbreitern, man einige Meter von seinem Grundstück abgeben muss. Weiterhin kommt es nicht selten vor, dass vorhandene Zäune nicht unbedingt die Grundstücksgrenze markieren. So ist bei meinem Grundstück der Zaun zum Nachbarn bis zu 20 Meter von der offiziellen Grundstücksgrenze entfernt. Somit liegen sowohl meine Zufahrt als auch der Stromanschluss offiziell nicht auf meinem Grundstück. In immer mehr Gemeinden ist es inzwischen Vorschrift, einen Bauantrag zu stellen. Dafür müssen dann unterschiedliche Unterlagen wie Grundriss und Lageplan eingereicht werden. Anders als in Deutschland ist das aber recht problemlos und auch bei weitem nicht so kostenintensiv. Sollte man, so wie ich, einen Architekten mit dem Bau beauftragen, so kümmert der sich in der Regel um alles. Dieses und alle anderen Einzelheiten wie die detaillierte Baubeschreibung, Auftragsumfang und Zahlungsmodalitäten sollten dann vertraglich vereinbart und niedergeschrieben werden. Auf mündliche Zusagen würde ich mich hier grundsätzlich nicht verlassen.
Dann geht es endlich damit los, dass die geplanten Abmaße des Hauses und die entsprechenden Grundfundamente abgesteckt und markiert werden. Mit Maßband, Holzpflöcken, Angelschnur und Schlauchwasserwaage kommen die Arbeiter dabei hier gut zurecht, was ich schon beeindruckend fand. Dann geht es mit Manpower und Spaten an das Ausheben für das Ringfundament und die Fundamentfüße. Es werden Gräben dafür und für die tragenden Wände ausgehoben. Der Aushub wird zum Auffüllen der Zwischenflächen genutzt. Eine Stahlarmierung wird vor Ort zurechtgebogen und in die vorbereiteten Gräben und Fundamentfüße eingearbeitet. Darauf kommt eine Schicht Beton mit grobem Schotter. Darauf wurde dann mein Fundament mit Naturstein gemauert. Es gibt auch Bauweisen, in denen große Natursteine in die Gräben geworfen werden und dann mit sehr flüssigem Beton aufgefüllt wird. Das kann ich aber für ein Wohnhaus nicht wirklich empfehlen, höchstens für einen Schuppen oder ähnliches. Die Zwischenräume wurden mit Erde aufgefüllt und mit einem Stampfer verdichtet. Dieser bestand aus einem kleinen Betonblock, der einen Griff aus einer Stange Baustahl hatte, also nichts mit Rüttelplatte. Auf die verdichtete Erde kommt eine Folie als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Nässe. In Gebieten, die Probleme mit nassen Böden hat, sollte man überlegen, ob das ausreicht oder ob zusätzliche Feuchtigkeitssperren nötig sind. Darauf wurden dann die Stahlmatten für die Bodenplatte geflochten. Die Bodenplatte wurde an einem für die Bauarbeiter sehr langem Tag gegossen. Dabei wurden in 2 Betonmischern immer wieder neue Füllungen Beton angemischt und verteilt. Für diesen Tag braucht man Unmengen an Material wie Wasser, Sand, Schotter und natürlich Zement. Für mein Fundament wurden ungefähr 5000 Liter Wasser benötigt. In dem Beton wurde auch bei jeder Mischung ein Zusatzstoff zum Schutz von Feuchtigkeit untergemischt. Zum Härten wurde dem Fundament nur das Wochenende gegönnt. Am folgenden Montag ging es los mit der ersten Reihe der Mauern. Es gibt hier in Paraguay für die Mauern auch die unterschiedlichsten Steine und dabei nochmal unterschiedliche Qualitäten. Ich habe mich für einen hochwertigen 6-Loch-Ziegelstein liegend entschieden. Viele kleinere Häuser werden hier auch mit den gleichen Steinen, aber stehend gebaut. Das geht allerdings auf Stabilität, Wärme und Schallschutz, spart allerdings auch sehr viel Zeit und Material. Da die erste Reihe direkt auf das Ringfundament, also ohne die Schutzfolie, gemauert wurde, wurden diese mit Bitumenfolie gegen aufsteigende Nässe ausgekleidet. Dann wurden die einzelnen Mauern hochgemauert. Die Stützpfeiler wurden aus Stahlbeton mit Armierungsstäben gegossen. Die Stürze über den Öffnungen für die Fenster und Türen und auch der Ringanker wurden mit stahlverstärktem Beton gegossen. Die Stützpfeiler auf der Terrasse wurden hochgemauert und die Querverbindung wieder mit Stahlarmierung ausgegossen.
Als Dachbalken habe ich mich für Verbundholz aus Eukalyptus entschieden. Ich kenne mich damit zwar nicht aus, aber ich denke, für die Herstellung von Verbundholzern gelten in Europa auch andere Vorschriften als hier üblich. So kann ich mir nicht vorstellen, dass zwei Verbundstellen direkt nebeneinander liegen dürfen. Naja, wird schon passen. Auch die Decke bzw. das Dach wurden aus Eukalyptus, Nut- und Federbrettern gefertigt. Dabei wurde auch hier wieder auf Handarbeit gesetzt. Jeder Nagel wurde per Hand eingeschlagen, nichts mit Nagelpistole. Auf die Holzkonstruktion wurde eine Bitumenbahn mit Silberfolie geschweißt. Diese soll Wärme und Nässe von der Decke abhalten. Die Querlattung für die Dachziegel wurde dann auch wieder genagelt. Jeder einzelne Dachziegel wurde direkt auf der Baustelle mit einer Kunststoffbeschichtung überzogen. Das soll einen zusätzlichen Nässeschutz und Langlebigkeit erhöhen. Nun wurde das Dach gedeckt. Dabei wurde direkt beim Einbau die letzte und vermutlich auch die einzige Qualitätskontrolle der Dachziegel durchgeführt. Etliche Dachziegel hatten von der Produktion her Mängel. Die Ziegel, bei denen die Fehlstellen zu groß oder für die Funktion relevant waren, wurden aussortiert. Ich denke, der Großteil der gelieferten Ziegel hätte eine Qualitätskontrolle in Europa nicht überlebt. Risse und andere Fehler waren an der Tagesordnung. Aber nicht jede Fehlstelle macht einen Ziegel auch unbrauchbar. Wir sind halt nicht in Deutschland. Nun wurde es Zeit, sich um die Fliesen zu kümmern. In einem recht gut aufgestellten Fliesenfachgeschäft in Villarica bin ich dann auch recht schnell fündig geworden. Es gibt hier eine recht gute Auswahl an Fliesen. Sehr viele Größen, Muster, Farben, Beschaffenheiten und Qualitäten sind verfügbar. Auch die farblich passenden Fugenmassen sind hier kein Problem. Da ich der Meinung bin, dass sich zumindest am Boden große Fliesen sehr schwer verlegen lassen, habe ich mich dafür für kleinere Fliesen entschieden, die natürlich eine leicht raue Oberfläche haben sollten, damit sie nicht rutschig sind. Für Lampen, Türen und Fenster habe ich unterschiedliche Angebote erhalten, aus denen ich mich dann entscheiden musste. Diese werden bei den Herstellern direkt auf Maß angefertigt, was teilweise sogar preiswerter ist, als irgendwelche Standardfenster zu bestellen. Während mein Haus weiter Form und Aussehen annimmt, wurde ich dann gebeten, mir Gedanken um Position von Strom, Schaltern, Steckdosen und Lampen zu machen. Mein Architekt hatte dann bereits einen Plan dafür angefertigt, den wir gemeinsam durchgesprochen und meinen Wünschen entsprechend noch etwas angepasst haben. Eine mit meinem Architekten befreundete und zusammenarbeitende gelernte Innenarchitektin war dabei federführend. Sie hat mir gefühlt das ganze Haus mit Lampen, Steckdosen und Schaltern zugetackert. Zumindest viel mehr, als ich geplant hatte. Aber was wissen Männer schon von Ästhetik und Ambiente? Also gut, jetzt bekomme ich halt massig Lampen. Steckdosen kann man übrigens auch hier nie genug haben. Die Elektroleitungen werden hier üblicherweise in Leerrohre verlegt. Dafür und für die Unterputzdosen wurden Schlitze und Löcher in die Mauern gemeißelt. Jawohl, mit Hammer und Meißel. Natürlich, was sonst. Nur für die Wasserleitungen wurden entsprechende Kanäle mit Flex und Bohrhammer geschaffen. Es gibt hier übrigens auch unterschiedliche Verlegesysteme für das Wasser. Das grüne Rohrsystem, was bei mir verbaut wurde, wird mittels Verschweißung miteinander verbunden und soll für Trinkwasser und Heißwasser bis 100 Grad Celsius geeignet sein. Dauerhaft druckfest sollen die Verbindungen auch sein, wenn sie richtig verarbeitet wurden. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kupferrohre, wie sie in Deutschland üblich sind hier eher Exoten. Kupfer ist hier sehr teuer. Parallel zur Installation von Strom und Wasser wurde begonnen zu verputzen. Eine ca. 2 cm dicke Putzschicht wurde aufgetragen. Der Sand dafür wurde von Hand gesiebt und alles mit dem Betonmischer angemischt und manuell aufgetragen, abgezogen und in tagelanger Handarbeit geglättet. Nach dem Austrocknen wurde der Putz grundiert und mit einem gipsartigen Feinputz versehen. Dieser wurde dann in akribischer Handarbeit glatt geschliffen. Hilfsmittel dafür: reichlich 120er Schleifpapier und eine ganze Menge Manpower. Das gesamte Verputzen hat ca. 3 Wochen intensiver Arbeit in Anspruch genommen. Ach ja, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass alle verwendeten Gerüste natürlich von geschultem und zertifiziertem Fachpersonal aufgestellt, abgenommen, freigegeben und auch regelmäßig kontrolliert wurde? Logisch, oder?
Meine Klärgrube und meine Sickergrube wurden zwischenzeitlich auch ausgehoben. Natürlich ganz mit ohne Bagger. Der arme Kerl. So viel zum ersten Teil des Videos. Alles weitere, wie es dann mit dem Innenausbau weitergeht, in einem zweiten Video, wie ich es schon angeteasert habe. Das wird aber noch ein bisschen dauern, weil sie aktuell noch dabei sind, das zu machen. Also kann ich auch das Video noch nicht machen. Und sobald das Haus dann so weit ist, dass ich da einziehen kann, werde ich natürlich auch erstmal einziehen, weil inzwischen rennt mir auch so ein bisschen die Zeit davon. Ich bekomme in etwa einem Monat Besuch, also ab heute. Heute ist übrigens Montag, der 15.01. Ich hätte schon lange eingezogen sein sollen in dieses Häuschen, aber das hat sich leider alles etwas verzögert. Naja, gut, aber das werde ich dann wahrscheinlich auch im nächsten Video alles noch mit erzählen. Wie gesagt, im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Innenausbau und der Einrichtung so ein bisschen. Alles werde ich euch natürlich nicht zeigen, einfach um ein bisschen Privatsphäre zu haben, die zu schützen. Und ja, es freut mich, dass ihr bis hierher durchgehalten habt und sage dann wie immer vielen Dank fürs Interesse und tschüss aus Paraguay, euer Nico.